willkommen zu einem neuen Update von uns. Wir sind in Lutschigorsk im Osten von Russland und ja, die letzten 2 Wochen ist echt ein bisschen was passiert. Viele Planänderungen, viele unerwartete Situationen. Das erzählen wir heute ein bisschen und wir beantworten noch eine Frage und haben noch eine große Ankündigung für euch. Viel Spaß! Vor 2 Wochen waren wir in Komsomolsk am Amur und von da aus wollten wir mit der Fähre Richtung Sachalin-Insel fahren. Ja, leider haben unsere Pläne sich geändert, weil der Fluss war zu hoch und beziehungsweise allgemein in der Region ist Hochwasser. Deswegen waren die Fähren gecancelt und wir wussten nicht, wann die nächste Fähre fahren würde, vielleicht in einer Woche oder so. Und wir wollten nicht eine Woche in Komsomolsk am Amur warten. Deswegen haben wir uns überlegt, direkt nach Wladiwostok zu fahren und Sachalin irgendwann anders angucken. Wir sind von Komsomolsk aus dann ja, direkt Richtung Süden gefahren. Zunächst auf der Hauptstraße, da war echt auch wieder ziemlich viel Verkehr. Wir kannten das schon irgendwie, als wir das erste Mal in Russland waren, vor 2 Jahren. Da sind wir auch viel auf der Hauptstraße gefahren und der Verkehr war damals grausam, er ist heute grausam. Es bringt absolut keinen Spaß. Glücklicherweise haben wir dann irgendwie nach 150 oder 200 Kilometern eine andere Straße gefunden, die quasi gerade frisch renoviert wurde und frisch gebaut wird, die ja, irgendwie ungefähr 200 Kilometer dann Richtung Süden weiterging, parallel quasi zu der eigentlichen Hauptstraße. Und da war einfach perfekter Asphalt, so gut wie gar kein Verkehr, wunderschöne Landschaften und es hat einfach nur mega Spaß gebracht, dort zu fahren. Dann müssen wir aber genau die Rechnung. Für die gute Straße muss man nachher die Rechnung bezahlen und zwar nach, wie gesagt, gut 200 Kilometer hat es aufgehört. Dann war irgendwie guter Schotterpiste, war auch okay. Und dann mussten wir durch so eine kleine Gebirgskette irgendwie rüber auf die Hauptstraße wiederkommen. Und da war, ja, die Straße war dann abenteuerlicher. Es waren viele Löcher, die mit Wasser befüllt waren, die viel tiefer waren als erwartet war. Mussten viel schieben, viel mit Schlamm und Dreck kämpfen. Boah, die Räder waren echt dreckig, dann nachher am letzten Tag irgendwie, boah, uiuiui. Aber gut, wir haben es nachher irgendwie geschafft und dann sind wir hier 10 Kilometer nördlich von Lutschigorsk auf die Hauptstraße gekommen und sind die Hauptstraße gefahren und ja, haben halt auch festgestellt, dass wieder viel Verkehr ist und dementsprechend sind wir jetzt auch ein bisschen am Überlegen, wie es weitergeht. Von hier aus nach Wladiwostok ist eigentlich die einzige Möglichkeit, auf der Hauptstraße zu fahren. Es gibt keine kleinen Straßen oder sowas. Deswegen sind wir jetzt am Überlegen, wahrscheinlich werden wir am Montag oder am Dienstag versuchen zu trampen nach Wladiwostok mit unseren Fahrrädern. Das sind ungefähr 500 Kilometer, glaube ich. Ja. Ja, probieren wir einfach mal zu trampen. Wir werden sehen, keine Ahnung, ob es funktioniert. Ja, bin gespannt, wird auf jeden Fall auch mal eine nette Abwechslung, denke ich, und da halt mit dem Fahrrad zu fahren. Also wir haben es schon Tausende von Kilometern gemacht, als wir das erste Mal hier in Russland waren auf den Hauptstraßen. Ja, die sind können wir hier auch noch mal zu einblenden. eng für so viel Verkehr und die Leute haben irgendwie kein Verständnis für Fahrradfahrer oder sie wissen auch gar nicht, wie das ist, wenn ein riesen LKW 5,5 Meter an dich vorbeirast, wie schrecklich und gefährlich das einfach ist. Dann haben wir noch eine große Ankündigung zu machen. Grüße aus aller Welt 2020. Ein Kalender, illustriert von Olga. Ja, Anfang des Jahres hatte ich eine Idee, dass ich gerne einen Kalender machen würde. Und aus jedem Land so mir ein Motiv überlege, was da irgendwie so Witziges passiert ist oder was mir im Kopf als Erinnerung geblieben ist. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Es hat einen riesen Spaß gemacht, den Kalender zu machen. Und ich hoffe, euch wird er auch Freude machen. Und zwar, der wird für unsere
Patronen zum Runterladen und selbst ausdrucken zur Verfügung gestellt werden. Genau, also alle, die uns auf Patreon unterstützen, alle, die ihr jetzt schon dabei seid, ihr habt den Kalender quasi schon sicher, da müsst ihr gar nichts mehr machen. Und jeder, der ihn noch haben möchte, ja, alle, die uns, was haben wir jetzt irgendwie gesagt, ich glaube innerhalb der nächsten 2 Monate, also bis Anfang Dezember, auf Patreon unterstützen, egal für welchen Betrag, können sich diesen Kalender dann herunterladen und selber ausdrucken. Quasi, wir haben das auch gemacht, also wir sind einfach mit der Datei hier in irgendeinen Copyshop gegangen, in diesem kleinen Dorf in Russland, und haben den ausgedruckt und haben hier diese Ringbindung oben gemacht. Ja, es hat wunderbar funktioniert und dementsprechend sind wir uns sicher, dass auch du in deiner Stadt, in deinem Dorf, wo auch immer du wohnst, da zu deinem lokalen Fotoladen, Druckladen, was auch immer gehen kannst und dem die Datei gibst, der die ausdruckt und du dann unseren Kalender hast. Genau, mit den Illustrationen von Olga. Ja, ziemlich cool geworden. Wir wollen natürlich nicht alles verraten und nicht alle Illustrationen zeigen. Genau, wenn ihr den komplett sehen wollt, ja, gibt es den auf Patreon. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir hoffen, das kleine zusätzliche Geschenk gefällt euch. Dann noch eine Frage, die wir insbesondere jetzt in letzter Zeit, seit wir in Russland sind, öfters bekommen haben. Haben wir nicht Angst vor den ganzen wilden Tieren, vor den Bären, vor den Tigern? Ja, hier gibt es Tiger. Was auch immer es hier alles gibt, genau. Ja, wir sind in Gebieten, wo es den sibirischen Tiger gibt, tatsächlich die größte Katze der Welt, also der größte Tiger auch, den es auf der ganzen Welt gibt. Die Dinger sind riesig. Ja, haben wir nicht gesehen. Haben wir Angst vor denen? Ja, nicht so wirklich, weil ja, Tiger, die sind auf jeden Fall sehr vorsichtige Tiere. Die werden auf jeden Fall nicht an Menschennähe kommen. Die haben im Normalfall nicht. Auch quasi, wir machen auch sehr viele Geräusche, wenn wir Fahrrad fahren. Und die Bären auch, die vermeiden eigentlich das Kontakt mit den Leuten. Und die Forster, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, das kommt sehr, sehr selten hier in Russland vor, dass die Bären Menschen angreifen. Nur wenn die irgendwie sich bedroht fühlen oder deren Kleinen in Gefahr sind oder die komplett durchgedreht sind. Im Normalfall, die, wie gesagt, vermeiden den Kontakt mit den Menschen. Ja, also genau, insbesondere halt hier in Russland und auch in Osteuropa. Also es sind andere Bären als in Nordamerika und in Kanada. Da ist es eine andere Sache. Da waren wir jetzt noch nicht, da haben wir uns auch noch nicht tiefer darüber informiert. Da wäre es wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Da müsste man noch definitiv vorsichtiger sein. Und insbesondere auch im Frühjahr, genau wie Olga sagte, wenn die Mutter mit den Kleinen unterwegs ist und man da irgendwo zwischenkommt, auch dann muss man definitiv mehr aufpassen. Aber jetzt im Herbst in Russland kann eigentlich nicht so viel passieren. Und ich meine, das ist halt die Wildnis und die Natur. Also die Menschen leben seit Zehntausenden von Jahren irgendwie in der Wildnis, in der Natur mit den Tieren zusammen. Und jetzt irgendwie in dieser modernen Welt ist es auf einmal alles irgendwie so super gefährlich geworden und man muss aufpassen und man darf nicht mehr in die Natur und nicht mehr in die Wildnis und so weiter. Ja, man muss einfach seinen gesunden Menschenverstand einschalten. Man muss ein paar Vorkehrungen treffen und ja, man muss insbesondere Bären einfach laut sein. Dann ja, kommen sie auch nicht näher, die sind scheu, die wollen nicht wirklich Kontakt mit Menschen und uns angreifen, oder, also die sind eigentlich nicht aggressiv. Von daher, nee, haben wir nicht wirklich Angst vor den Tieren. Wir würden sie halt eigentlich sehr viel lieber mal sehen, also wir hätten echt gerne den Bären gesehen. Wow, jetzt ist hier fast die Kamera umgefallen. Ja, die einzige wilde Tiere, die wir hier gesehen haben, waren vor ein paar Tagen ein paar Rehe, die wir auf einmal erschrocken haben. Die sind hintereinander alle irgendwie über die Straße gesprungen, war super schön. Das war ganz cool, ja. Aber ja, keine Bären, keine Tiger. Nee.
Haben keine Angst. Haben keine Angst, hätten sie gerne gesehen. Aber genau, also wie wir uns vor den Bären genau geschützt haben, was wir da irgendwie dabei haben und so weiter, das werden wir nächste Woche noch mal ein bisschen genauer besprechen, denn nächste Woche werden wir ein Video veröffentlichen, irgendwie unsere Tipps für deine Fahrradreise durch Russland. Weil wir jetzt Russland-Experten sind. Absolut, genau. Also ja, wir werden, weiß ich nicht, vielleicht 10 Tipps oder sowas, 12, keine Ahnung, mal gucken, wie viel es nachher werden. Zusammensuchen, was wir jetzt hier gelernt haben in Russland, wie man gut und sicher und glücklich durch das Land kommt und das Beste davon mitnimmt. Ja, das gibt es nächste Woche und in 2 Wochen sehen wir uns wieder zu einem Update. Und hoffentlich sind bis daher, bis nach Vladivostok, entweder gefahren oder getrampt oder zu Fuß gelaufen. Das werden wir dann sehen, das werdet ihr dann sehen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal für mehr Infos. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu den Tipps für Russland. Ciao!